Ja, hallo Leute. Ich freue mich, dass ihr so viel gleich das letzte Video angeschaut habt. Auch vor allem für so einen kleinen Kanal wie meiner da ist es nicht leicht, auf YouTube einmal weiterzukommen. Deswegen freue ich mich, dass es wenigstens ein paar Leute anschauen und das gefällt. Ja, es sind natürlich ein paar Fragen. Ich mache das Video jetzt. Ich mache es deswegen, weil ich nach dem Video da, nach dem letzten halt, ich so privat so Fragen erreicht habe, wie, ja, wie mache ich das jetzt eigentlich dann mit den Treiber installieren? Was muss ich aufpassen? Kann ich was falsch machen? Ich muss dazu sagen, nein, man kann nichts falsch machen. Es ist praktisch wie Radfahren, verlernt es nicht. Wenn man es einmal kann, dann kann man es. Man muss ja zwar ein bisschen aufpassen halt, auf Kleinigkeiten halt, aber im Groben kann man nichts falsch machen. Ich werde das anhand von GeForce Experience machen. Das heißt also, ich werde dann nachher auf die Seiten gehen, echt sagen halt, das geht, beziehungsweise wie man das sucht. Ihr seht, ich habe da gerade einen GeForce Experience mit dem aktuellen Treiber 38165. Also ist alles in Ordnung, es läuft. Dann werde ich anhand von einem kleinen Beispiel sagen, welche Unterschiede es gibt zwischen D2, zwischen Nvidia und AMD. Und dann könnt ihr es mir halt dann noch, wenn es weiter Fragen gibt, die Comments schreiben, was da alles. Ob ihr noch Fragen habt oder sonst was halt. Oder wenn noch was unklar ist und so. Also ich werde euch jetzt anhand von einem Video zeigen, wie es geht. Also wenn man jetzt, man kriegt meistens eine Installations-CD dazu. Mit der Grafik halt auch. Und dann haben wir es dann schon meistens installieren halt, dass man immer eine Grundlage hat. Und ich sage auch, wenn man das erste Mal nachher einschaltet, halt, wenn man die Karten so eingebaut hat, wie ich schon im letzten Video gezeigt habe, dann wird meistens unten in der Taskleiste so ein Symbol kommen mit ja, Treiber wird gesucht, Treiber installiert und hin und her, das kann man werkeln lassen, das ist kein Problem. Aber man sollte zumindest auch diesen Treiber CD, dass man Treiber installieren halt, man kriegt also Tools dazu, wie ich eben auch schon letztes Mal zeigte mit diesem Tweak-Tool da halt, wo eben gestanden ist, wie viel Temperatur die Grafik hat, wie viel RAM und wann was passiert ist und so. Und ich werde das jetzt eben anhand von dem Video halt kurz zeigen, wie das geht mit Treiber. Aber was kann ich dazu sagen, wenn man jetzt den GeForce Experience wie ich halt habe und überhaupt auch wenn man AMD und generell jedes so ein Grafikprogramm praktisch, sag ich jetzt einmal, hat, muss man vorher das komplett deinstallieren. Und dadurch sind auch die sämtlichen Treiber dann weg. Dann spielt man sich das neue drauf, eben, was ich da jetzt eben noch gleich sagen werde, halt, vom Video halt, die Treiber-Setup da halt, wie man sich das sucht. Weil bei mir war es dann so, ich habe vergessen nicht vorher einmal kurz die von Experience zu installieren, dann ist mir beim Öffnen von Experience ein Fehler gekommen mit, kann nicht gestartet werden und hin und her und dann habe ich das komplett deinstalliert halt, habe es dann nicht drauf dann wollte es halt, also das sind halt so kleine Fehler, die einem passieren können halt und man lernt halt draus und wie gesagt, das ist dann kein Ding nachher. Also man hat halt am Anfang dann halt, nachdem man die Karten exit hat, eine komische Grafik halt immer wieder am Desktop landet zum ersten Mal, aber das ist nichts Greifes. Das ist eh später nach der Treibenstation dann wieder futsch. Also, wie macht man das jetzt? Also man geht einmal, ich sage eben daher,
Dann hört man sich halt seine Grafik aus. Wie gesagt, ich habe das schon vorher da eingegeben, das haut er mir nochmal her. Und jetzt lasse ich gleich einmal suchen, weil die Daten habe ich geprüft, die stimmen. Und schaut, zack, kann man ja, aktuellen Treiber, was für ein Datum es ist, das Betriebssystem, also über 64 Bit, Deutschanteile, das war 377, kommen 0,2 Megabyte raus. Dann kann ich mir da unten jetzt die Versionshinweise, die Highlights halt noch durchlesen. Dann kann ich auch gerade weiter noch, was für Grafik das unterstützt, nachlesen, beziehungsweise dass ich weiß, ob das ungefähr der richtige ist. Aber wie gesagt, das ist der richtige. Also und da war den 1080 auch noch drin. Und unten weiter auch noch. Also der unterstützt meistens gleich alles praktisch. Dann könnte man auch gerade weiter noch die Infos durchlesen. Über die Release-Noten halt vom aktuellen Treiber. Man muss sagen, die komplette Seite ist meistens eigentlich in Deutsch halt, bis auf die Treiber halt, da zum Beispiel unten. Das ist alles noch in Englisch, also man muss schon, kann schon ein bisschen Englisch halt praktisch, weil es geglaubt haben, dass es das hinkriegt. Und das gleiche Spiel halt dann mit AMD halt, also wir gehen jetzt auf Suchen, jetzt einmal auf Suchen, dann werde ich sagen wie. Dann könnt ihr zum Beispiel da oben jetzt eine Sprache ändern. Dann gehe ich auf Treiber und Support, also ich bin jetzt auf AMD eben selber. Dann sagen wir ihren Treiber finden, also wenn man weiß. Und dann auf einmal, zack, bin ich schon da. Ich könnte mir jetzt ein kleines automatische Erkennprogramm unterziehen. Das ist eh beschrieben halt. Also kann da sehen, dass das so ein kleines Tool mal runterlädt, das erkennt automatisch welche Karten man hat und so, was man braucht. Der Unterschied ist halt so wie zum Nvidia halt, dass man eben da, wie man da jetzt rechts sieht, verschiedene Versionen hat. Eben zum Beispiel die RX 400 funktioniert auf der 64er Version, während die weiter unten halt, also zum Beispiel die R9 Fury auf der bis zur R37er, der R7 300er Serie schon auf 32 und 64 Bit läuft und so weiter, halt, dann geht es noch weiter halt. Also und unten da halt, da hat man da eben halt auf Englisch halt eine Beschreibung halt, wenn man halt nicht weiß halt, wie man es installiert halt und so weiter. Und so weiter. Eben, wie gesagt, jetzt sind wir da bei dem Formular angekommen. Ich werde jetzt einmal die Desktop-Grafik auswählen, ich werde die RX-Serie nehmen. Ich werde mir die RX 580er-Serie nehmen. Und ich werde sagen, ich hätte da ein Bit und lass mir die Resultate geben. Und schauen wir es da. Also eben Windows 64 Bit. Da eben die Futures halt eben. Die Radeon-Software, Crimes Live Edition 17.4.3. Das war das komplette Ding. Und weiter unten hätten wir das Minimal-Setup, also noch mit Treiber halt. Da unten stehen dann noch die Highlights dazu. Und dann in der Mitte halt die Beschreibung, auch natürlich auf Englisch wieder. Und dann kann man sich eben wieder durch die Registerkarten klicken, also eben welche Produkte es unterstützt. Dann eben noch die Versionshinweise, also auf Englisch halt. Und noch die optimalen Downloads halt. Da hätten wir eben noch die Chipsatz, also für den Chip von, wenn wir jetzt AMD-Grafik hätten, der Chip dazu, der Treiber. Und noch welche Systeme unterstützt, und welches Bitsystem. Und dann halt unten die RAID, also dann darunter gleich die Beschreibung, die alles auf Englisch. Und
Und dann tun wir es halt eben installieren halt und danach müsste es eigentlich wieder alles im Grünen sein. Wenn es dann auch eben so wie bei mir eben war, wie ich vergessen habe, eben den GeForce Experience, die alle zu deinstallieren und wollte es gleich aufmachen, und eben die Folge kam, ja, jetzt kann er gestartet werden und ja, kann passieren. Beziehungsweise, ja, wenn man das nicht mehr kriegt nachher, dann halt es jetzt auf AMD Prime ist oder einem GeForce Experience halt, einfach komplett runter halt, jeden letzten Hardware-Treiber-Rest praktisch deinstallieren und dann komplett sauber aufspielen, also mit dem Setup halt. Also ich hab's dann so gemacht halt, wie ich das mit den neuen Treiber installiert habe, habe ich unten angehakt und beim GeForce Experience Setup halt also 9 Stationen vornehmen, wo in Klammer dabei steht, ja, es wird alles alte deinstalliert und weggelöscht halt, komplette 9 Stationen vorgenommen praktisch eben, also dann war alles wieder gut. Also wenn ihr diese Punkte beachtet, wird es keine Probleme praktisch haben beim Installieren. Ich hoffe, ich habe euch damit weiterhelfen können. Wenn ihr Fragen habt, bitte in die Kommis schreiben, beziehungsweise mich anschreiben halt auf Facebook oder sonst wo. Ich hoffe, ich habe weiterhelfen können. Und würde mich über ein Abo freuen halt. Und vielleicht auch auf Gefällt mir oder sonst was. Und ich hoffe, es hilft mir dabei, dass mein kleiner YouTube-Kanal mehr Leute davon wissen. Weil, wie gesagt, das ist ein kleiner Kanal, ich mache es gern. Aber wenn ich zum Beispiel, wie fange jetzt, ja, ich habe halt zum Beispiel ETS Let's Plays, es ist zum Beispiel schon ein 27er Patch heraus. Und ich hätte ja eigentlich auch vorgeschlagen, beziehungsweise ich habe auch echt gesagt, dann ich würde zum neuen Viva la France zum Beispiel auch Let's Play machen, habe ich leider auch das leider gegangen, weil eben, dann war eben Weihnachten, Silvester und hin und her halt. Und im Moment geht es da bei mir ziemlich rund. Und auch dafür mache ich eben, wie ihr es jetzt gesehen habt, so ab und zu spontan Livestream, wie zum Beispiel eben Speed Most Wanted, so ein kleines Video halt. Und es wird auch in nächster Zeit eben auch ein kleines Let's Play von ETS folgen, was den 1.27er Patch angeht. Und ich hoffe, dass es euch auch gefallen wird weiterhin, beziehungsweise wenn ihr noch Anregungen habt, was ich noch euch was dieses Thema da angeht, irgendwelche technischen, zum Beispiel jetzt eben Treiber installieren, Grafik einfach ausbauen, sonst irgendwelche Fragen habt, Anregungen halt, könnt ihr mir anschreiben, beziehungsweise unten vielleicht dazu schreiben. Und ich hoffe, es wird euch weiterhin gefallen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag.